Einen wunderschönen guten Morgen aus Kingstown auf St. Vincent, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum nächsten Vlog unserer Karibikreise an Bord von MSC Seaside zum Jahreswechsel 2022/23. Ja, heute steht für euch und für uns ein MSC-Landausflug auf dem Programm. Wir besuchen unter anderem einen der Drehorte des Films Der Fluch der Karibik. Außerdem wird noch geschnorchelt und wir fahren mit dem Katamaran, also ihr seht schon, volles Programm heute. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid und wünschen euch heute ganz viel Spaß auf St. Vincent. Ja, ihr Lieben, und zurück an Bord von unserem Landausflug HTN 05 St. Vincent Land und Meer, und der hat bei uns tatsächlich einen zwiespältigen Eindruck hinterlassen. Ja, aber reden wir erstmal über die positiven Aspekte heute. Los ging es für uns nämlich mit einer Katamaranfahrt entlang der Küste. Und das war so ein ganz typischer Touristenkatamaran, wie man den eben aus der Karibik kennt. Klar, da es ein Reedereiausflug war der auch entsprechend gut ausgelastet, aber das wussten wir vorher. Ja, und wir hatten auch einen sehr netten Captain mit einer extrem motivierten Crew und die schipperten uns dann eben die Küste entlang. Das war soweit auch in Ordnung. Unterwegs hatten wir eine ganze Menge Liquid Sunshine, aber erstens mal kann man fürs Wetter nichts und zweitens ist es halt auch so, der Regen in der Karibik ist warm, also ja, es war nicht wirklich ein Problem. Und dann kamen wir in unseren Schnorchelspot, der war auch wirklich wunderschön, dort gab es ein wunderschönes Riff, wir hatten 45 Minuten Zeit, uns das in Ruhe anzuschauen, es gab Ausrüstung vom Boot, also es war gar kein Problem, auch wenn man kein eigenes Schnorchelzeug dabei hatte. Ja, und nach dem Schnorcheln gab es dann Rumpunsch und so weiter, also genauso wie man das eben von vielen Karibik-Ausflügen kennt, von Schnorcheltouren, wie sie hier angeboten werden. Das war alles absolut in Ordnung. Im nächsten Schritt ging es dann an einen Strand, in dem Teile des Films Fluch der Karibik gedreht worden sind, und da hatte man dann irgendwie so ein Piratenrestaurant errichtet. Ja, da wurden wir dann an Land gesetzt und dann hatten wir so ungefähr 2 Stunden Zeit, uns dort umzuschauen, und die Zeit, die wurde dann wirklich sehr, sehr lange. Es gab dann zwar so einen Teller zu essen, das war auch in Ordnung, das war so typisch karibisches Essen. Man konnte auswählen zwischen Fisch, Hühnchen, Schwein mit entsprechenden Beilagen. Also das war alles auch völlig anständig und absolut in Ordnung, aber eben diese 2 langen Stunden in diesem Restaurant zu sitzen, ja, das war dann doch relativ mühselig, insbesondere auch in Anbetracht des hohen Preises dieses Ausflugs. Ja, man konnte dann zwar vor Ort so ein bisschen noch am Strand rumlaufen, sich so ein paar Requisiten des Films anschauen, aber ganz ehrlich, damit war man dann halt auch so in 10 Minuten durch. Und dann wurde es echt zäh. Ja, nach 2 Stunden gab es dann noch eine Rückfahrt mit dem Bus zurück zum Schiff. Auch das sehr nett kommentiert mit den typischen Infos zur Insel. Aber ganz ehrlich, dieser Ausflug war unserer Ansicht nach sein Geld nicht wert. Der erste Teil, wie gesagt, sehr gelungen. Der zweite Teil, sorry, das war nix MSC. Das könnt ihr eigentlich deutlich besser. Von daher können wir euch in diesem Ausflug leider nur abraten.
Was wir aber auch sagen müssen, wir haben trotz alledem natürlich einen wirklich schönen Eindruck von der Insel bekommen. Es ist eine traumhaft grüne Insel. Es gibt hier sehr, sehr schöne Schnorchelreviere. Ja, und auch die Leute hier sind extrem nett. Die ganzen Einheimischen, die wir vor Ort kennengelernt haben, waren super nett, extrem hilfsbereit. Also von daher, St. Vincent haben wir wirklich ins Herz geschlossen, aber diesen Ausflug eben nicht. Naja, wie dem auch sei. Für uns geht es erstmal zum Abendessen und für euch gibt es gleich eine Timelapse vom Auslaufen aus St. Vincent und dazu wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, ihr Lieben, und zurück vom Abendessen aus dem Bedienrestaurant an Bord und das war einmal mehr im allerbesten Sinne unauffällig. Ja, und das wäre es dann auch für heute gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein Abo und schaut auch gerne mal auf unserer Website vorbei. Dort findet ihr eine große Menge an Hafeninfos, Landausflugsideen und Kreuzfahrtangeboten. Morgen an Silvester sind wir dann wieder in Fort-de-France auf Martinique zurück und wir werden uns natürlich anschauen, wie man diesen Tag bei MSC begeht, aber natürlich werden wir uns auch etwas Zeit für Fort-de-France nehmen und die Stadt auf eigene Faust erkunden. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei wärt und bis dahin sage ich einfach, macht's gut und tschüss, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.